Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Foto des Tages. 3 Fotografen bekommen ein Thema, ein Modell und eine Location und müssen das Thema auf ihre ganz eigene Art und Weise in einer Stunde insgesamt umsetzen. Unsere ersten 3 Fotografen sind Bastian, Christian und Michael. Und unser erstes Modell ist die Charlie. Moin, ich bin Bastian, fotografiere auf Sony. Also die beiden Hauptlieblinge habe ich auf jeden Fall mit. Das ist das 1,4er 50 mm von Sigma. Das ist eigentlich so meine Allround-Linse. Und ich habe noch ein 135er 2.8er DDR-Objektiv mit dabei. Das ist so mein Bildstil, also auch sehr porträtlastig natürlich. Ja, aber auch mit Hintergrund. Das ist mit Hintergrund, genau. Also ich bin absoluter On-Location-Fotograf, weniger halt nackig im Studio. Das ist richtig, das ist gut, ja. Das ist fast so burlesque. Dasselbe Model wie, ja, das war auch das Thema. Ah, okay. So, und ansonsten mache ich halt überwiegend Porträts. Stilrichtung Rock, Vintage, Retro-Fotografie. Muss fetzen. Hallo erstmal, ich bin der Christian. Ich fotografiere am liebsten schwarz-weiß, low-key Bodyfotos. Das heißt, ich setze gerne Körperlandschaften in Szene. Wie gesagt, man sieht, dass sie nichts mehr anhat, aber man sieht halt nichts Entscheidendes. Das sind Bilder, die leben nur oder die kommen nur durch die Lichtsetzung zustande. Ja. Meine allzeit dabei Baby ist meine Canon 60D. Sorry, was? Habe auch mein Lieblingsobjektiv drauf. Tamron 24 bis 70 mm, durchgängig 2.8, das ist. Das macht mich glücklich. Hallo, ich bin Michael und hauptsächlich Streetfotograf. Und ja, für heute habe ich meine Nikon mitgebracht mit 24 mm 1.4, weil ich ganz gern Porträts mit Weitwinkel mache und dabei auch ein bisschen Background noch mit aufnehme und Geschichten erzählen möchte. Jeder hat seinen eigenen Stil, völlig andere Dinge. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also das ist eine interessante Kombination. Ne? Also dreimal ganz andere Sachen. Also ich muss sagen, für mich ist das Spannendste ehrlicherweise heute, was aus dem Ganzen rausgeholt wird. So ein direkter Vergleich, jeder hat dieselben Ausgangssituationen. Und dann 3 so ganz unterschiedliche Aufnahmewinkel. Also mir geht es gar nicht darum, Erster zu werden, es wäre natürlich schön, der Sieger zu sein. Okay, jetzt kommt das Spannende noch, das Thema. Ja, und das Thema, das verkündet heute Charlie, unser Model. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Foto des Tages. Das Thema heute ist Kontraste. Kreiere ein Foto, das durch starke Unterschiede interessant wird. Zum Beispiel könnt ihr Helligkeit-Kontraste machen, Farbkontraste oder inhaltliche Kontraste. Wichtig ist nur, ihr habt 1 Stunde Zeit und die Unterschiede im Bild sollten möglichst gut herausstechen. Ich finde Kontraste sehr spannend, da kann man sicherlich was mit anfangen. Ich habe jetzt allerdings ein paar Ideen, die völlig unterschiedlich sind. Gut, dass ich an diese Linse noch gedacht habe, weil so im Piktorialismus-Stil kann man vielleicht auch das Thema Kontraste ganz gut umsetzen. Letztendlich ist es ein reines Zufallsprodukt, weil ich ja praktisch immer in Bewegung bin mit diesem, ich muss praktisch durch diesen Quetschvorgang hier die Schärfe bestimmen. Schärfe und Unschärfe lässt sich auch das Thema Kontraste ganz gut umsetzen. Hast du schon Ideen gefunden? Also ich habe zwei Gedankenansätze, die ich gerne umsetzen möchte. Das eine ist mit dem, wie gesagt, Weitwinkel Storytelling hier in der Location. Die ist ja auch noch ein bisschen unperfekt und noch im Aufbau, und das lässt sich vielleicht mit einem Model, mit dem passenden Outfit ganz gut umsetzen. Und die zweite Variante ist mit meiner Squeezer Lens im Piktorialismus-Stil das Model selbst, das Model also als reine Porträtaufnahme aufzunehmen. Ja. Hier haben wir es. Das ist so
So der Stil jetzt Das, eigentlich. ja. So in dem Stil versuche ich jetzt. eigentlich. Kann man machen. Schon eine Idee, was du davon nehmen möchtest? Oder? Ja, also ich möchte erstmal mit, sagen wir mal, farblich so arbeiten, dass ich eine prägnante Farbe habe. Da hast du jetzt den weinroten Pulli, du hast das lila Shirt und das blaue Shirt. Und mit einem weißen Hintergrund oder so, das kommt, glaube ich, ganz gut rüber. Und das würde ich sagen, probieren wir einfach mal aus jetzt. Und da bin ich noch auf der Suche nach Accessoires. Und dann hat sie die Bücher, die Zeitschriften, sodass wir dann praktisch hier in einer nicht typischen, eher untypischen Location ein bisschen Storytelling machen. Was hast du jetzt als erste Idee, Michael? Das erste ist ein Porträt. Ein Porträt, wo ich praktisch mache den Kopf ein bisschen rüber. So, ja. Die Augen zu mir. Das nächste, was wir machen, wo haben wir die Accessoires? Nehmen wir die Wok. Haben wir noch eine Decke oder sowas? Das hatten wir auch, oder? Decke haben wir auch, ja. Die Wok. Stell dir mal die Tasse. Nee, stell sie ins Licht. Schaffst du es, auf dieser kurzen Bank im Schneidersitz zu sitzen? Ja, sehr schön. Also mir gefällt die ganze Location so, die Situation. Oh ja, schöner Blick. So genau so bleiben. Einfrieren. Toll. Also vom Licht her ist es schon mal ganz gut von den Kontrasten. Mir gefallen mir die Rottöne ganz gut. Ich muss sagen, gerade die Porträts, die du zum Anfang gezeigt hast, fand ich sehr, sehr geil. Es erzählt eine Geschichte, das Bild, und darauf kommt es mir immer wieder an. Bist du schon zufrieden mit der ersten Ausbeute? So? Ja, Finde ich soweit. richtig geil. Das finde ich auch gut. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja, sehr zufrieden, muss ich sagen. Wir gehen rüber ins Badezimmer. Unbearbeitete Bilder, aber die mir vom Stil her mit der Squeezer Lens im Piktorialismus ganz gut gefallen. Muss ich das Beste raussuchen jetzt, aber das Gesicht ist gut ausgeleuchtet. Okay, jetzt können wir in die Bearbeitung gehen, wir fotografieren. Alles klar. Das Bild zum Beispiel gefällt mir jetzt, wenn ich es in der richtigen Schärfe habe, dann mit der Position und dem Blick aus dem Fenster raus, auch sehr gut. Also das ist schon mal eins, was in der engeren Auswahl sitzt. Das auch. Hast du da auch Regeln, nach denen du vorgehst? So Drittelregel oder sowas, spielt das eine Rolle für dich? Oder? Die Drittelregel ja, aber nicht bei dem Objektiv. Weil wenn ich bei dem Objektiv mein Model rechts oder links in den Drittelbereich setze, dann verzerrt das Gesicht bei 24 mm. Also bei 24 mm muss es im Prinzip nahezu in der Mitte sein, aber die Lichtsetzung passt hier gut, die diagonalen Linien gefallen mir, die senkrechten Streben von der Bank, Ja. das einfallende Licht, das Licht im Gesicht von der Charlotte, gefällt mir so ganz gut. Ich glaube, das wird auch mein Favorit. Rot ist die Komplementärfarbe, die Kontraste also Thema war ja Kontraste, die Lichtkontraste, die sind schön sichtbar. Ja. Meine Absicht vom Storytelling, die ist auch erfüllt, also eigentlich bin ich mit dem Bild so zufrieden. Gut. Was ist denn so der erste Eindruck? Der Christian fängt ja immer an. Ich finde es sehr spannend. Ich bin momentan noch ein bisschen am gucken, weil ich finde, das Licht in ihrem Gesicht wirkt so ein bisschen wie so eine aufgesetzte Maske. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich es gut oder nicht gut finde. Möchtest du nicht mal anfangen? Also ich finde es von den Helligkeitskontrasten sehr spannend. Bisschen irritiert mich, dass, sag mal, unten unter der Bank nochmal dieser helle Lichtschein ist.
Das stört für mich so ein bisschen den Lichtverlauf von links nach rechts. Aber ich finde es auch von der farblichen Zusammengestaltung wirklich mit den Rottönen ist sehr angenehm. Setting, Aufbau. Ich hätte es wahrscheinlich komplett 100% symmetrisch geschnitten. Mir springt jetzt die ganze Zeit links neben ihrem Kopf, ist im Hintergrund irgendein technisches Gerät. Ja, das könnte Baustrahler sein. Ja. Das war ein Baustrahler. Ja. Der springt mir gerade die ganze Zeit ins Gesicht. Aber von der reinen Bildharmonie wäre es wahrscheinlich schöner gewesen, den Baustrahler rauszumachen. Ich habe ihn aber bewusst drin gelassen, weil mir diese Location, die hat so was Skurriles und das Skurrile hat mir ganz gut gefallen. Ich sehe auch den Kontrast jetzt eben in der Location, dass der eben, wie du schon sagst, die Bank, die stelle ich mir eher in einem Park vor oder in einem Café als auf so einem Dachboden. Aber im Großen und Ganzen gefällt es mir gut. Also für mich sind es in erster Linie die Helligkeitskontraste, die das Bild wirklich spannend machen. Ja. Ich finde den Kontrast zur Location, der kommt in meinen Augen nicht ganz so massiv raus, wie du dir das vielleicht gewünscht hast. Also für mich liegt der Hauptkontrast definitiv da im Lichtsetting. Für die kurze Zeit, ich war ja auch, wie gesagt, der Erste, der ins Wasser springen musste, für die Vorbereitung bin ich mit dem Bild absolut zufrieden. Gefällt mir. Also sag noch mal kurz, was dir daran gefällt und was dir nicht so gefällt. Also was mir gefällt, ist definitiv das Grundsetting, die Idee dahinter, die finde ich sehr gut. Ich finde gerade das Harmonieren der Rottöne finde ich sehr angenehm. Wenn man bei ihr dann guckt, also sag mal, die Zusammenstellung von ihrem Outfit und dem farbgebenden Merkmal im Bild mit der Bank finde ich sehr angenehm fürs Auge. Da ist jetzt also kein Kontrast drin, sondern es ist wirklich eine weiche, sanfte Abstufung. Ja, was mir persönlich nicht so gefällt, ist der Beschnitt. Und wenn ich es jetzt nochmal angucke, ist die Bank auch nicht 100% auf dem Horizont. Gerade wenn da wirklich so eine wirklich richtig massive horizontale Linie drin ist, dann achte ich schon drauf, dass die da auch wirklich sauber sitzt. Und ich persönlich hätte es komplett symmetrisch geschnitten. Das wäre mein Ansatz gewesen, ja. Gut, dann fehlt eigentlich nur noch die Benotung von 1 bis 10. Von 1 bis 10, ich würde ihm auch wenn ich es mit dem Shooting jetzt für die Gesamtleistung betrachte, würde ich ihm eine 8 geben. Okay, los geht's. Was gefällt dir denn daran und was gefällt dir nicht noch? Kannst du ruhig noch mal kurz sagen. Also mir gefällt extrem, wie er das Bild aufgebaut hat, vom ganzen Setting her. Also gerade wie er sie jetzt auch drapiert hat, es passt einfach alles zusammen. Der Bildinhalt ist, finde ich, sehr stimmig. Da ist irgendein Technikgerät, wahrscheinlich ein Baustrahler im Hintergrund, der mich persönlich massiv stört. Den hätte ich entweder bewusst im Bild drin gehabt, aber so wirkt halt einfach für mich, als wäre er vergessen worden, aus dem Bild rauszunehmen. Ich gucke mehr auf den Baustrahler als auf ihr Gesicht. Und das ist dann für mich der falsche Faktor. Sie hat im Gesicht, hat sie im Prinzip diesen Ausschnitt so als Lichtmaske aufgesetzt bekommen. Das finde ich einen sehr faszinierenden Effekt, finde ich hier aber in dem Bild ein bisschen störend. Ich glaube, ich hätte es ein bisschen dunkler dann gemacht. Einfach, der Kontrast ist gut. Ich hätte schon gelassen, aber ich hätte es ein bisschen abgesoftet. Der ist mir an der Stelle zu hart. Dafür sind die anderen Kontraste zu weich. Aber alles in allem möchte ich sagen, hat er eine sehr hübsche Arbeit abgeliefert. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe ja auch schon in der Gruppenbesprechung gesagt, ich würde das gerne als Serie von ihm sehen. Ja. Ich würde eine 7 geben, weil es definitiv im oberen Bereich von der Fotografie, was er da abliefert. Ich würde normalerweise sogar eine 8 wahrscheinlich geben, aber ich möchte noch ein bisschen differenzieren können. Also bleibst bei der 7? Ich bleibe bei der 7, ja. Alles klar, super. Ja, und damit kommt Michaels Bild insgesamt auf 15 Punkte. Natürlich fehlt da aber noch die Bewertung von Charlie, die kommt aber erst am Ende des Tages. Ich hoffe, euch hat die erste Folge vom Foto des Tages gefallen. Abonniert fleißig und verpasst auf keinen Fall Folge 2, in der Bastian sich als nächstes das Thema vorknöpft.